Ein 20-Jähriger kennt im Durchschnitt zwischen 27.000 und 52.000 verschiedene Wörter. Im Alter von 60 sind es zwischen 35.000 und 56.000. Laut ausgesprochen dauern die meisten dieser Wörter weniger als eine Sekunde. Bei jedem Wort muss das Gehirn also eine schnelle Entscheidung treffen. Welche der Tausenden von Möglichkeiten passt zu dem Signal? In etwa 98% der Fälle wählt das Gehirn das richtige Wort aus. Aber wie? Das Sprachverständnis unterscheidet sich vom Leseverständnis. Aber es ähnelt dem Verständnis der Gebärdensprache, auch wenn die Erkennung gesprochener Wörter genauer untersucht wurde. Der Schlüssel zum Sprachverständnis liegt in der Rolle des Gehirns als Parallelprozessor. Das bedeutet, dass es mehrere verschiedene Dinge gleichzeitig erledigen kann. Die meisten Theorien gehen davon aus, dass jedes uns bekannte Wort eine eigene Prozessoreinheit mit nur einer Aufgabe hat: die Wahrscheinlichkeit einzuschätzen, dass die wahrgenommene Sprache das betreffende Wort enthält. Die Prozessoreinheit, die ein Wort im Gehirn repräsentiert, ist vermutlich ein Feueraktivitätsmuster einer Neuronengruppe in der Hirnrinde. Sobald wir den Anfang eines Wortes hören, werden bis zu mehrere tausend solcher Einheiten aktiv. Denn allein beim Wort Anfang gibt es viele mögliche Übereinstimmungen. Je mehr wir von dem Wort hören, desto mehr Einheiten registrieren, dass eine wichtige Information fehlt und werden inaktiv. Womöglich bleibt kurz vor dem Ende des Wortes nur noch ein einziges, einem Wort entsprechendes Feuerungsmuster aktiv. Dies wird als Erkennungspunkt bezeichnet. Während des Erkennens eines Wortes unterdrücken die aktiven Einheiten die Aktivität anderer und sparen so wichtige Millisekunden. Die meisten Menschen können bis zu 8 Silben pro Sekunde verstehen. Dabei geht es aber nicht nur darum, das Wort zu erkennen, sondern auch dessen abgespeicherte Bedeutung abzurufen. Das Gehirn greift auf viele mögliche Bedeutungen gleichzeitig zu, ehe das Wort vollständig identifiziert ist. Das wissen wir aus Studien, die gezeigt haben, dass man beim Hören eines Wortfragments wie Kap schon mehrere mögliche Bedeutungen wie Kapitän oder Kapital registriert, bevor das Wort ganz ausgesprochen wurde. Das deutet darauf hin, dass, wenn wir ein Wort hören, eine kurze Flut von Bedeutungen im Kopf entsteht und sich das Gehirn erst am Erkennungspunkt auf eine Interpretation festlegt. Der Erkennungsprozess läuft bei einem Satz, der Kontext bietet, schneller ab als bei einer zufälligen Aneinanderreihung von Wörtern. Der Kontext hilft uns auch, die Auswahl zwischen Wörtern mit mehreren Bedeutungen zu treffen, wie zum Beispiel Bank oder Fliege oder bei Homophonen wie Leib und Leib. Für mehrsprachige Menschen ist die Sprache, die sie gerade hören, ein weiterer Anhaltspunkt, um potenzielle Wörter auszuschließen, die nicht zum Sprachkontext passen. Wie wäre es also, wenn wir zu diesem System völlig neue Wörter hinzufügen? Selbst als Erwachsene stoßen wir meist alle paar Tage auf ein neues Wort. Aber wenn jedes Wort als ein genau festgelegtes Aktivitätsmuster dargestellt wird, das auf viele Neuronen verteilt ist, wie können wir dann verhindern, dass neue Wörter alte überschreiben? Wir glauben, dass dieses Problem dadurch vermieden wird, dass neue Wörter zunächst in einem Teil des Gehirns namens Hippocampus gespeichert werden, weit weg vom Worthauptspeicher im Kortex, damit sich keine Neuronen überlappen. Während mehrerer Nächte im Schlaf werden die neuen Wörter dann allmählich übertragen und mit den alten verflochten. Die Forschung geht davon aus, dass dieser allmähliche Übernahmeprozess hilft, bestehende Wörter nicht zu verlieren. Tagsüber erzeugt das Unterbewusstsein bei Gesprächen also Bedeutungsfluten. Nachts ruhen wir zwar, aber unser Gehirn ist damit beschäftigt, neues Wissen in das Wortnetzwerk zu integrieren. Sobald wir aufwachen, sorgt dieser Prozess dafür, dass wir auf die sich ständig verändernde Sprachwelt vorbereitet sind. Beschäftige deinen Geist, während du lernst, wie er funktioniert. Abonniere unseren Kanal oder sieh dir diese Videos an. Dein Kopf wird es dir danken.